Grüezi, grüezi, schön dich zu sehen. Wir backen heute ein Gebäck aus meiner Kindheit, das mein Lieblingsgebäck war, und zwar einen Gugelhopf. Das war ein klassisches Gebäck zu jedem Fest, Geburtstag oder sonst was auch immer. Er war einfach zu machen und ist extrem lecker, und das nach 50 Jahren immer noch. Wir machen heute einen marmorisierten Gugelhopf zusammen. Nimmst ein Kübelchen, weiche Butter. Die Butter muss weich sein, aber nicht flüssig. Am besten nimmst du sie 1 Stunde vor Gebrauch aus dem Kühlschrank, damit sie schön weich wird. Dasselbe mit den Eiern und der Sahne. Dann bekommt alles ein bisschen Zimmertemperatur und es geht viel einfacher zum Verarbeiten. Zucker dazugeben und eine Prise Salz. Und mit diesem Mixer die Butter und der Zucker ganz schaumig schlagen, dass er schön weiß wird. Und sobald die Butter leicht weißlich ist, schön schaumig ist, geben wir nach und nach die leicht warmen Eier hinzu. Und immer weiter schaumig schlagen. Gibst noch einen Teelöffel Vanillezucker hinein für das gute Aroma und weiter schaumig schlagen. Genug schaumig. Ich wechsle beim Rührgerät die Einsätze. Mache den Teigkneter hinan. Dann habe ich hier Weißmehl. Da kommen noch 2 Teelöffel Backpulver dazu. Von Hand mischen. In die Masse geben. Und dann kommt noch Sahne hinein. Und zu Beginn verrühre ich das mit den Händen. Ich lasse die Maschine noch nicht laufen, sonst spritzt das Ganze herum. Gell? Und dann ganz langsam mit diesem Knethaken die Eiermasse, das Mehl und die Sahne verrühren. Nimmst ein 2 Liter Schüsselchen. Und von dieser Masse geben wir ungefähr die Hälfte hier hinein. Flüssige Schokolade dazugeben. Und dann mischst du diese Schokolade in die Masse hinein. Wenn du das Gefühl hast, es sei ein bisschen dick, wie in meinem Fall, nimmst du ein bisschen Milch und verdünnst somit die ganze Masse. Es geht dann ein bisschen einfacher. So lange rühren, bis alles richtig schön braun ist. Nimmst eine Gugelhopfform, nimmst Fett oder Butter oder Margarine und gut ausbuttern. Vor allem unten, ganz unten in den Ecken und den Rändern, damit nachher der Gugelhopf ja nicht kleben bleibt. Kleiner Tipp, gibst noch ein bisschen Mehl hier hinein. Braucht nicht viel, ganz wenig. Und das Mehl verteilst du hier in der Gugelhopfform, weil das hilft auch mit, damit es weniger klebt nachher. Dann nehmen wir von der hellen Masse, geben ein bisschen unten in die Form hinein, nimmst eine Gabel oder einen Löffel, schön verstreichen. Dann nimmst von der dunklen Masse, geben wir auch in die Gugelhopfform hinein. Auch wieder verstreichen. Ja. Dann nimmst du die Gabel und dann machst du so kreisförmige Bewegungen. Das heißt, wir ziehen ein bisschen von der hellen Masse hoch und verbinden sie ganz leicht mit der dunklen Masse. Somit können wir es marmorisieren. Wir geben wieder die helle Masse drauf, wieder verteilen. Die restliche dunkle Masse drauf geben noch. Nimmst wieder die Gabel und wir gehen es wieder marmorisieren. Siehst du? Einfach so hochziehen, dass es schön verbunden ist. Schön glatt streichen. Und dann geht die Gugelhopfform in den Backofen zum Backen. Gebacken wird bei 180 Grad in etwa 50 bis 60 Minuten. Ich stelle den Backofen auf 50 Minuten, gehe nachher schauen und drücke ein bisschen mit der Hand runter. Wenn der Kuchen dann ein bisschen hochkommt,
dann ist er gut. Dann hat er das Volumen und das Backvolumen erreicht. Nimmst ihn heraus, stellst ihn an einen kühlen Ort und lässt ihn ein bisschen abkühlen, bevor wir ihn stürzen. Der Gugelhopf ist nun abgekühlt. Wir werden ihn umdrehen, ein bisschen klopfen, damit er sich vielleicht löst. Langsam heben, et voilà. Gugelhopf ist ausgekühlt, wir haben jetzt ihn gestürzt und nun dekorieren. Du kannst wieder Schokolade ein bisschen flüssig machen und darüber leeren und ein bisschen so Zuckerzeug dekorieren. Oder ganz einfach, du nimmst klassisch Puderzucker und bestäubst deinen Gugelhopf mit Puderzucker, damit er schön schneeweiß wird. Wir nehmen ein Messer, wir schneiden ihn an. Wir wollen sehen, wie die Marmorisierung ist. Umdrehen für dich. Ein Stück rein rausnehmen. Ja, siehst du das? Wunderschönes Marmor. Zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Einfach zu machen, schnell gemacht und extrem beliebt bei Kind und bei Eltern. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns demnächst. Bitte bleibt gesund. Ciao.